Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Video von Biosys Biosphäre 4. Das ist das Adventure Survival Game, was wir jetzt aktuell hier spielen auf unserem Kanal. Wir sind ja auch live auf Twitch mit dieser Folge. Übrigens werden wir die gesamte Serie von Biosys immer live auf Twitch auch streamen und hinterher auf YouTube stellen. Wir reden hier weiter, während wir hier im Game sind. So, da. Verfolgt bitte die Serie von Anfang an, damit ich sie mal nicht komplett neu erklären muss. Eine kurze Übersicht: Wir sind jetzt in der Biosphäre angelangt, wir sind in der Zentrale. Wir haben hier mehrere Dinge schon gesehen. Wir haben festgestellt, es gibt hier sowas wie gefährliche Pflanzenzüchtungen oder sowas in der Art, die wir verursacht haben. Wir gehen jetzt schnell kurz etwas Essen aus der Küche holen, weil wir hungrig sind. Wir sind hier ganz alleine, haben noch überhaupt niemanden getroffen bisher. Sehr gut. Wir sind etwas unterernährt noch und hungrig und durstig. Trinken ein wenig was aus dem Wasserhahn. Das hier ist das Herzstück der Biosphäre. Die Zentrale. Wir essen etwas. So. Gut. Es gab hier auch ein E-Mail-Passwort irgendwo. Wo ist das gestanden? Irgendwo? Ja, oben. Da müssen wir nochmal hinschauen. Dann können wir uns die Mails mal durchlesen. Aber bevor wir die Mails durchlesen, werden wir uns mal die Videokassetten alle anschauen. Videoplayer. So, jetzt stecken wir ein paar rein. Schauen wir mal, was da drauf ist. Videokassetten, kennt ihr noch? VHS? Die Jungen unter euch kennen es wahrscheinlich nicht mehr. Das war das Ding, was es vor der CD und DVD gab, um Filme abzuspielen. Alan, I just got the video of your speech for the anniversary transmission. Did you really think I'd let that half-baked green propaganda garbage loose? We're paying the bills, Alan. We own Biosphere 4, and let's face it, we own you. Now, this whole program is looked on as my baby round here, so be warned. Okay, irgendwas mit grünen Aktivisten, denen sie sich doch widersetzen wollen. Und sie sind ja der Inhaber von Biosphäre 4 und sie besitzen uns. Und so weiter. Der hat mir gedroht, quasi. My name is Alan Russell, and I'd like to welcome you to your new home. In the 14 years since we last spoke, a great deal has happened in your world, but very little has happened in mine. I'm still living with the same air, the same water, and the same close family of plants that ensure my health and my happiness indefinitely. Most of you are not. Aha. Nachricht quasi an sich selbst. Er ist so super glücklich. Er lebt hier weiterhin alleine mit seinem eigenen Wasser, mit seinen eigenen Pflanzen. Was immer das auch heißen mag. Und er ist happy, er ist glücklich und die anderen nicht. Also das war quasi ich selbst, der da gesprochen hat. Ich war ein bisschen ein einsamer Junge anscheinend in diesem Spiel. We haven't heard anything from Alan Russell since last month and can't give you any indication as to his whereabouts or his intentions. The group that once carried his name is reconsidering its position and political activities in the immediate future.
Have no doubt, we will not let the treachery of one greedy man interrupt the process of securing the future of this planet. For all the greedy and treacherous men still to come. That's it. Irgendwie haben sie dann alle nicht mehr, das war eine Pressesprecherin, die hat irgendwie gemeint, sie haben von mir nichts mehr gehört und sie wollen auf jeden Fall sich das nicht versauen lassen von einem gierigen Menschen. Die wollen nicht die Zukunft des Planeten aufs Spiel setzen und das soll auch eine Nachricht sein an alle anderen gierigen Menschen. Also mir scheint es, als gäbe es hier zwei Fraktionen oder als hätte es zwei Fraktionen gegeben. Die Typen, die die Biosphäre besessen haben zuerst und die anderen. Und ich war anscheinend eher so der Wissenschaftstyp, der so alleine vor sich hingekämpft hat, um diese Pflanzenzüchtungen dazu voranzutreiben. All right, Alan, you win. I'll give you all the time and the facilities I can slide in around the other commitments here. But we either work together on this or not at all. Your designs are brilliant, Alan. The plants which saved the world. Wow, also meine Pflanzen sind super. Sie retten die Welt und so weiter und so weiter. Sie hat mir gratuliert, dass das alles brillant ist, was ich hier mache. So, ich lasse mal diese Kassetten hier am Boden, weil ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Videotape Jenny, Videotape Russell. Devlin, ich habe hier alle angeschaut, das waren die 4 Stück und es liegen jetzt auch 1, 2, 3, habe ich alle angeschaut, es waren noch 5 hier am Boden. Russell, Jenny, die habe ich angeschaut. Devlin 2, Devlin 2 glaube ich, habe ich noch nicht geschaut. Ladies and gentlemen, there has been endless speculation over the past few months of a relationship between Subtech and an immense ecological research establishment rumored to be under construction in South America. I am here to end that speculation once and for all. Today, Alan Russell, the brilliant visionary behind Biosphere 4, will seal the final airlock on the biggest closed environmental life support system this world has ever seen. So begin an historic and indefinite experiment into the natural processes of our environment. Thank you. Also, es war auch so eine Presseaussendung. Die holen wir jetzt nicht mehr raus, die brauchen wir nicht mehr jetzt. Das haben wir alle angeschaut. Das war der Tag, an dem die Biosphäre geschlossen wurde. Das war irgendwie das größte Umweltexperiment überhaupt, die die Welt je gesehen hat hier bei der Biosys 4. Das zurück. Wein, das wollen wir sich nicht betrinken. Wie das ausschaut. Okay. Tatsache ist, ich bin hier quasi ein sehr, sehr berühmter Wissenschaftler anscheinend. In einem sehr, sehr berühmten Experiment, in einem Biotop, aber dennoch scheint irgendwas schiefgegangen zu sein. Jetzt schauen wir uns noch die E-Mails mal alle an. Da hier hinten war das E-Mail-Passwort. Need to perform a health check, das habe ich schon gemacht. Cyberspheres. Okay, jetzt gehen wir zum Computer und tippen das mal ein. Und obwohl ich so ein berühmter Wissenschaftler war und was super Sachen hier gemacht habe, dürfte irgendwas schiefgelaufen sein. So, E-Mail. Cyber. Das ist die englische Tastatur, da ist YZ. Cyber. Spheres. Oh, ich habe E-Mails, sehr gut. Oh Mann, da sind viele Mails. Na gut. John Allen, 22. August. Subjekt Biosphäre 4 Closure. www.biospherics.org. Content: Alan, the close of Biosphere 4 today is Monto's occasion for all those who have been involved with close environmental life support systems over the last few decades.
Okay. Even though we don't approve of the methods you have employed to get Biosys up running, everyone at Hemispheres would like to wish you unconditional success with the entire project. We all know that the future of our existence depends upon you. Okay, also jeder weiß irgendwie, die Zukunft unserer Existenz liegt in meinen Händen, und obwohl die nicht unbedingt immer hinter mir gestanden sind mit meinen Methoden, wie ich diese Biosphäre zum Laufen gebracht habe, da sie jetzt nun läuft, sind sie alle hinter mir und wünschen mir viel Glück. John Allen, 18. Januar 2000. Was war das? 1996. Diese Mail ist jetzt 4 Jahre später. Many congratulations, Alan. It was so exciting for everyone here to receive your amazing news after all this time. But please be careful, do not abuse the world that has given you so much. Wow, 4 Jahre lang war ich schon in dieser Biosphäre drin, und die gratulieren mir, dass ich super Fortschritte gemacht habe. Sarah Parrish. 2003, weitere 3 Jahre später. Alan, I'm going to need more convincing. You cannot arrive back in my life after all these years and expect me to drop everything on a whim. If you trust me as far as you say, when you can download all the data from the research so far. Once I've studied it in depth, I will send you a video with my decision. Something for you to watch on those long, lonely evenings. Okay, irgendwie schreibt sie, dass sie ich nicht erwarten kann, nach der ganzen Zeit, nach den ganzen Jahren, dass ich einfach wieder zurück in ihr Leben komme, und sie mir vollkommen vertraut. Auf jeden Fall wird sie das herunterladen und sich das anschauen, was ich alles an Daten hier gesammelt habe, und dann wird sie mir ein Video schicken, um mir zu berichten, was sie davon hält. Das Topic ist Synth. Es gibt ja auch diesen Synth-Ordner, Synth Notes, da habe ich aber noch kein Passwort. So, Synth 7. Die Synth, das waren die Generationen dieser Pflanzen, die ich hier gezüchtet habe, die die ganze Welt retten sollen. Und 7 dürfte die 7. Generation sein. Das ist 2004 mittlerweile. Das ist 8 Jahre, nachdem ich mich hier selbst eingesperrt habe, anscheinend in diese Biosphäre. Alan, I believe that we are making excellent progress with Generation 7. It is remarkable. Also sie machen große Fortschritte mit der 7. Generation dieser Pflanze. It is remarkably stable, and certainly we are much further advanced than I thought we would be at this stage. However, we must take each step at a time, and believe it would be foolish to expect complete success until we reach the 10th generation. Also sie machen zwar große Fortschritte, aber sie erwarten richtige Fortschritte erst in der 10. Generation. In der Pflanzen. We are in potentially dangerous territory. Any setbacks now could ruin all our achievements so far. Okay, also sie glauben, sie sind aber irgendwie auf einem gefährlichen Weg und hoffen, dass da jetzt nicht irgendwas die ganze Serie hier kaputt macht. Club Eden von Sam Devlin, eine E-Mail. Irgendwie geht es immer um dieselbe Personen. John Allen, Sam Devlin, Sarah Parrish. Sarah Parrish ist diese Wissenschaftlerin aus dem Video. Die hat mich aber auch gewarnt. In einem dieser Videos war die ziemlich hysterisch und meinte, ich soll die Finger davon lassen und die Pflanzen sind gefährlich und ich soll das lassen und was auch immer. Weil die eine Pflanze scheint alle anderen Pflanzen angegriffen zu haben. Wie auch immer Pflanzen angreifen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall scheint die Pflanze gefährlich geworden zu sein. So, I have some wonderful news for you, Alan. After many months of persuasion and planning, I have finally raised the finances to build a paradise resort in Biosphere 4. Aha, also im Jahre 2006 wollten die sowas wie ein Resort da reinbauen, quasi für Touristen. The EAB to be exact. And now that this must came as an astonishing surprise, at last others will be able to take pleasure in the environment we together have created and share our vision for our future existence. I'm going to call it Club Eden. Ach so, das ist Club Eden. Die wollten sowas hier quasi wie eine Tourismusattraktion draus machen im Jahre 2006 und das Eden Club nennen. Eden, so wie dein Garten Eden, ne? After our little misunderstanding over your anniversary speech, I thought this was a good way to truly celebrate 10 years in style. Genau, das ist 10 Jahre später. You are not going to be alone for much longer, Alan. Okay, das heißt, die schicken mir jetzt Leute rein, weil die wollen hier Club Eden aufbauen. Workers. Das war August, Oktober, einen Monat später. Nein, 2 Monate später. I just thought I would let you know to expect the arrival of the first workman and machinery in the AAB sometime in the next few days. Also im Oktober 2006 haben die ersten Arbeiter reingeschickt. Wir sind jetzt aktuell im Dezember 2007. Das bedeutet, ein Jahr später
So, the site manager is Mike Abel, and I recommend you to totally cooperation with him. I do not want to be forced to make life unpleasant for anyone, lest a list of all you, my old friend. Okay, der droht mir leicht, ne? Der schickt jetzt die Arbeiter rein und da gibt es einen Mike Abel, das ist der Chef von denen, der Vorarbeiter oder was auch immer. Auf jeden Fall muss ich mit dem zusammenarbeiten und kooperieren, ansonsten will er nicht, dass jetzt das ungemütlich wird für irgendjemanden hier herin und mit mich natürlich. Ja, also es ist quasi so ein bisschen das alte Klischee, da gibt es den Wissenschaftler, mich, der total sich in seine Arbeit stürzt und alles dafür aufgibt, um die Welt zu retten, und dann gibt es die gierigen Leute, die eben daraus einen Vergnügungstempel machen wollen. Ja. So, gesendete Nachrichten. John Allen im Jahre 2000. This is to let everybody at Biosys know that Biosys 4 has finally popped. After nearly 4.5 years, I have achieved the goal that has often fell beyond me. Having completed the work that you began with Biosys 2, I can now embark on the second phase of the Biosys 4 experiment, the development of the bioengineers and hybrids. Aha, okay, also nach 4 Jahren hat es geschafft, dass das Biotop an sich einmal funktioniert, und jetzt beginnt er mit der Erzeugung von diesen besonderen Pflanzen. Das war im Jahre 2000. Und dann hat er hier mehrere Mails zu Sarah Palash. So, Sarah, I realize that a hearing from me must come as something of a shock, but I need to confide you to Biosphere has proven to be the perfect habitat for the evolution of the bioengineered synthetic hybrids, bla bla bla, have already once to Generation 4. Okay, hier schreibt er diese Sarah zum ersten Mal an, als es die Generation 4 gab von den Pflanzen. Of course, assuming that your activities in the field of applied genetics has continued after all this time. But surely I cannot compete with us proposal. I would trust no one else to help me with this. Okay. Thank you for the video and thank you for your positive response. I know you would not be able to resist such opportunity. It was good to see you again. You have grown into such an attractive woman. Maybe when we meet in the flesh, it will be to celebrate the culmination of lifetime works. Okay, sie schreiben sich ein bisschen. Smalltalk. Im Jahre 2005 I have received your video phone message and I appreciate your consent. You are right to have fears, but I am convinced that in this instance we are misplaced. Sorry, I must begin to understand that everything happens so fast in here. There's such a quick growth and feedback loop. I cannot always wait for your results before I proceed. Okay, irgendwie geht es hier ziemlich schnell voran im Jahre 2005. Der ist schon bei der Generation 8. The ultimate breed, we need wait too long. Okay, sie machen weiter. There has been an unforeseen accident in the growth chamber. The larger synth has turned on the babies, destroying everything in there. Okay, also im Jahre 2006 hat der größte Synth, also diese Pflanze, hat jetzt die ganzen Babypflanzen zerstört. However, it appears that the use of large quantities of oxygen will overcome the most resilient of the synth. Maybe it is the only way to repel them. Okay. Und irgendwie funktioniert es, wenn man sehr, sehr viel Sauerstoff denen gibt, dann ist das eine Möglichkeit, um sie zu beruhigen, also auch immer das bedeutet. Also I hate to say it, maybe I should have taken more heed of your warnings. Okay, und jetzt sieht er, dass es besser gewesen wäre, er hätte irgendwie die Warnungen von dieser Sarah nicht ignoriert, sagt er im Jahre 2006. I need some time to collect my thoughts after this setback, so I'm putting the experiments on hold whilst I prepare my speech for the 10th anniversary of Biosys 4. Okay, also irgendwie scheint er jetzt auch gemerkt zu haben, dass diese Pflanzen nicht ganz richtig ticken, und er probiert das jetzt ein wenig zu entschleunigen, diese Experimente. Und das war genau vor dem 10. Jahrestag, wie die begonnen haben, hier den Club Eden reinzubauen. Devlin, have you gone completely insane? How could I possibly be happy with such a lucrative proposal? Do you not realize the potential for disaster if these plans of yours go ahead? It is difficult enough managing this place with just me to keep alive. How do you think a building site full of workmen are going to survive? Okay, also er fand das nicht klasse, als der gehört hat, dass die hier so einen Club da reinbauen wollen und so eine Art Anlaufstelle für Touristen machen wollen, weil das Ökosystem gerade mal ihn selbst am Leben erhalten kann, geschweige denn noch mehr Personen. Synth 8. Sarah, I have received some terrible news from Devlin. He has considered Preposter's plan to build a leisure complex in the ERB. Jetzt erzählt auch der Sarah, dass die hier vorhaben, was zu bauen. Und ja, er glaubt halt, dass die Frau jetzt alleine diese Experimente machen muss, weil sie herin nicht mehr laufen wird.
Video. Gibt es das Video hier angehängt irgendwo? Content to Centrale. I have received a video. It is a shame that you have resorted to such tactics, and I will not let it frighten me into submission. It was all such a long time ago. What could you really prove? That Biosys is completely untrustworthy. Only one thing matters. Biosys 4 in my home. Blah blah blah. To protect it and it include prevent clubs even from being built. Remember, Devlin, who else could run this place? Okay, die stellen sich jetzt quer und streiten. Im Jahre 2007, das war ja vor 16, das war Sunday 16, das ist Sunday 13, das war vor 14 Tagen, das war vor 2 Wochen dieses Mail. Devlin, I don't know what Abel is telling you, but the work in the ERB must stop by now. You don't care about their lives, but at least think of the biosphere. It is teetering on the brink of destruction. This could be my final warning before it is all too late. I can do more, please take heed. Ja, also irgendwie warnt er die da draußen, dass die Biosphäre das nicht aushält, glaube ich, und möglicherweise sterben könnte. Vielleicht ist die Biosphäre gestorben, weil die Arbeiter irgendwas angestellt haben dort. In diesem einen kaputten Biom. Ja. So, schauen wir mal, wie es unserer Biosphäre geht. Ganz gut. Regen, ganz gut. Ozean ist auch ganz in Ordnung. Also den Biotopen geht es ganz gut. Jetzt gucken wir nochmal die Luftwerte und so ein bisschen an, dass das hier alles in Ordnung ist. Verschmutzung, CO2 passt. Wie schaut die Erde aus? Alles noch im grünen Bereich. Wir lassen es hier 2 Stunden am Tag regnen und das ist ganz gut so, auch wie wir hier sehen. Wir sind noch im grünen Bereich, aber es passt. Wir produzieren auch genug Strom. Ah, hier regnet es nicht so viel. Im Regenwald. Aber ich glaube, das hält sich immer noch in Grenzen. Naja. Nein, das ist in Ordnung. Was haben wir hier? CO2 ist alles gut. Ja. Die Temperatur ist ein bisschen niedrig hier. Vielleicht ist es auch gerade Nacht, ich bin mir nicht sicher. Dann kann es natürlich sein, dass es kalt ist. Wird hier geheizt eigentlich. Heaters. Ja, die sind sowieso eingeschaltet. Nein, es heizt eh ständig. In der Nacht ist es ein bisschen kühl, aber das muss auch so sein. Gut. So, was wissen wir? Jetzt haben wir ziemlich viel erfahren über das Spiel. Wir speichern hier kurz. Wir haben nun herausgefunden, was hier eigentlich passiert ist, die Hintergrundgeschichte. Bis auf das, wir wissen nicht, wie dieser Unfall oder was auch immer das war, hier zustande kam. Aber wir haben herausgefunden, dass es hier ein Biotop gibt, dass es in diesem Biotop, dass ich ja der Forschungsleiter war, 10 Jahre lang, dass ich diese Pflanzen aufgebaut habe. Und zwar relativ lange, bis eben... Wir gehen jetzt runter, weil wir noch was essen wollen. Habe ich das Passwort bei mir? Visitor für Savanne. Wir gehen dann mal und besuchen dann den Savannenbiom. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, steckt das ein, was hier passiert ist im Großen und Ganzen. Ne, essen wollen wir nicht. Schlafen, duschen wollen wir jetzt auch nicht. Wo ist die Küche? Hier hinten. Ja, wir wissen, dass wir vielleicht gar nicht so schlecht sind. Vielleicht ein bisschen skrupellos, aber nicht wirklich schlecht. Ich verstehe nicht, warum da steht hungry. Achso, doch, ich bin hungry. Das ist... Wir essen mal das hier. Oh, das war gut. Gut, jetzt speichern wir. Und jetzt gehen wir mal in die Savanne, um zu schauen, was dort ist.
man kann mit dem Lift direkt... So. Wir müssen das Ding aus dem Lift rausnehmen und da reinstecken. So. Warte kurz. Was nochmal? Ich hab's mir schon wieder nicht gemerkt. Wo ist er? Jetzt bin ich gespannt, was in der Savanne ist. Visitor. Thank you. Kleines bisschen bin ich aufgeregt. Ist wieder kalt hier. Hier sind CO2. Gerät. Ist hier wieder was? Nein. Alles steckt, alles funktioniert. Rechargeable irgendwas. So, hier ist der Lift. Regel. Gehen wir raus, dann dürfte es hier warm sein. Wenn's Tag ist. In der Nacht waren es nur 10, 11 Grad. Ah, es ist Tag. Cool. Gibt's hier Tiere eigentlich? Agave. So, wo gehen wir hin? Oh. Bienen. Ne, die greifen wir nicht an. Auch Pflanzen. Hold the down Caps Lock, was? Hold down Caps Lock to check its status. Wow. Das kannte ich ja gar nicht. Also wenn ich jetzt Shift gedrückt habe, sehe ich, was das ist. Watermelon, healthy. Transportation, transpiration, water uptake. Aha, ich kann quasi die Pflanze untersuchen, um zu sehen, wie es der Pflanze geht. Später Pflanze so, ja. Was ist das für eine Pflanze? Kann ich auch. Okay, es geht der Pflanze gut. So, kurz. Kann ich da was machen eigentlich? Oh. Die stechen mich. Was ist hier? Das ist sicher was bei diesem Riesenbaum. Gibt's ja gar nichts. Das sind solche Mammutbäume, oder? Heißen die so? Mammutbäume? Ich glaube, die heißen so. Latex-Extraktor. Einstecken. Was war das für ein cooles Gerät? Ah, ein Schlafsack. Key. Schlüssel. Das ist sicher der Schlüssel für diesen Kasten, der hat uns nämlich noch gefehlt. Schauen wir uns nochmal die Karte an. Jetzt habe ich auch eine Karte von hier. Boab Tree, ja, war ich schon. Da bin ich gerade drin. Vielleicht war das Einzige, was ich von hier habe holen müssen, dieser Schlüssel. Stecken wir uns auch die Karte ein. Sleeping Bag. Ja, ich glaube, da kann ich schlafen, ohne zu frieren. Wenn ich das, den nehme ich mit. Dann habe ich den immer bei mir. Das ist wahrscheinlich urschwer, oder? Nein, gar nicht so schwer. Schauen wir mal, was es noch gibt. Hier habe ich auch noch nicht. Was ist das für eine Pflanze? Almond. Savanne. Keine Früchte drauf. Too cold. Für diese Pflanze ist es zu kalt. Möglicherweise muss ich es ein bisschen heizen hier, damit es dieser Pflanze besser geht und dass die dann noch Früchte trägt.
Von wo bin ich gekommen? Ich bin von diesen großen Bäumen gekommen. Hier gehe ich zurück, glaube ich. Was ist da hinten? Ach, das trägt kein Doch, das sind Pflanzen. Ephedera. Rohe Ephedera. Man muss sie kochen wahrscheinlich, so wie das ausschaut. Ach, Feigen. Sehr gut. Ich muss mich sowieso hier ein bisschen unterschiedlich ernähren. Aber es ist schön zu sehen, dass hier quasi jede... Oh, hier ist eine Eidechse. Okay, es gibt hier auch Tiere. Mist. So, wo bin ich eigentlich? Schauen wir nochmal kurz. Ich kann auf den Berg rauf. Gehen wir auf den Berg rauf? Was war das da? Eine Anzeige. Wasser. Hier regnet es gerade. Kakteen. Au. Bin ich verletzt? Naja, ein bisschen. Ich habe mich gestochen, das finde ich nicht so schlimm. Das sind Pflanzen. Oh Mann, die sind ziemlich schwer, diese Dinge, die ich gerade bei mir habe. Jetzt esse ich ein paar Feigen. Gut. Aber hier sind noch Pflanzen auf dem Boden, also die könnte ich mitnehmen zum Essen. Das kann ich mir auch für später eventuell merken. Was soll ich da dabei? Wie heißt dieses Gerät hier? Haha. Damit kann ich trinken. Warum? Muss doch gut gewesen sein. Ja. Also damit kann ich so aus den Kakteen trinken. Hold down, Caps Lock to check the status. Ah, der Pflanze geht's gut. Vielleicht hier gerade Moskitos oder irgendwas in der Richtung. Was ist das? Muss ich hier... Okay, verstehe schon. Ameisen. Termiten. Yum, yum. Den nehmen wir als Fleischersatz quasi mit. Dann gab es hier nichts außer diese Sachen. Hier gibt es noch einen Weg. Ah, falsch. Das muss noch einen Weg in die andere Richtung gegeben haben. Das bin ich zu schwer schon. Wir resten hier ein bisschen. Ja, das bin ich schon zu schwer. Also von wo bin ich gekommen? Von hier bin ich gekommen, da möchte ich hin. Left click to follow this path. Ich kann jetzt da nicht hin, weil ich zu schwer bin. Das erkennt ihr hier. Ne? Der blaue Streifen, das ist, was ich alles mit mir habe, an Gewicht. Und das ist meine noch vorhandene Energie. Liegt das drunter, kann ich nicht gehen. So, das ist ein bisschen tricky. Was habe ich gehabt, was ich mir reinhauen kann? Was ist das? Vitamine. Nein, war nicht. Was war das? Snooze. Ich glaube, das waren diese Schlaftabletten. Ah, die kann ich mir reinhauen. Ja. Guarana. Das ist ja heutzutage so ein Trend, dieses Guarana-Zack. Hätte mein Herz schlagen. Boah, das ist ein Adler. Stimmt, da drüben gab es ja auch schon mal was. The throat is out of reach. Die ist zu weit weg. Mein Herz schlägt voll. Das sind einzelne Nadeln.
kann ich ja sicher nicht essen, oder? Ich nehme die mal mit, vielleicht muss man irgendwas machen mit denen. Ich verwende wieder das Ding hier, um was zu trinken. Wenn der da jetzt raus will, was ist der Pflanze? Nee, will er nicht. So, dann macht ein Adler wie ein... Der zwitschert aber ein kleines Vögelchen. So, jetzt habe ich mir nicht mehr hundertprozentig gemerkt, woher ich gekommen bin. Das ist back, oder? Back to last location. Und da bin ich gekommen. Hier war ich noch nicht. Ich habe schon wieder zu viel drauf. Naja, aber ich will nichts fallen lassen. So, ich packe jetzt mal meinen Schlafsack aus und lege mich einfach schlafen. Ich schlafe jetzt mal eine Nacht drüber. Gut. Er hat eine Runde geschlafen, der Mann. Das war ich schon fast überall, glaube ich, auf dem ganzen Biotop. Au. 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 Okay. Was haben wir hier noch? Current rate. No fruit. No fruit. Okay, hier gibt es eigentlich fast nur Pflanzen, so wie ich das sehe. Liegt noch nicht mal was am Boden, was ich mitnehmen könnte. Ah doch, hier ist ein Nest. Ich glaube mir ein paar Eier. Oh, Eier, die werde ich dann kochen. Ich darf auch nicht so viel mittragen. Ich müsste mir ein paar Sachen dann irgendwo auch hinstellen. Das werde ich dann jetzt auch machen. Ich werde mir dann irgendwo in diese ganzen unterirdischen Gängen Sachen hinstellen, damit ich nicht alles schleppen muss. So, wie war das jetzt mit der Karte hier? Ach, der hat sich eingetragen, wo er überall war. Ich habe mir gedacht, der zeigt mir an, wo ich noch nicht war. Dabei zeigt mir diese Karte an, wo ich schon war. Ich muss jetzt nur noch von da darüber nach rechts hier dahin, was jetzt nochmal das. Da war ich eigentlich schon auf jedem Platz, glaube ich. Also von wo bin ich gekommen? Von da hinten. Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht, ja. Was macht denn so? Leute, macht mir doch keine Angst. Was ist denn das alles? Irgendwelche Pflanzen? Das dürften irgendwelche Früchte sein von diesen Kokosblättern. Ist das eine Pflanze? Feigen? Ich sammle gerade bei Nacht Feigen, falls sich jemand wundert, was ich hier mache. Liegt noch irgendwas am Boden? Nein. So. Hier ist ein Eingang. Oder ein Ausgang. Es ist verflucht dunkel. Ich hasse es hier unten. So. An dieser Stelle speichern wir und wir machen auch kurz einen kleinen Schnitt. Wir spielen schon wieder 40 Minuten. Danke an alle fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht in dieser Geschichte,
schaltet wieder ein, beziehungsweise abonniert den Channel. Dann könnt ihr immer sehen, wenn ich live bin, beziehungsweise euch auch dann nachher die Videos holen. Ich wünsche euch viel Spaß hier weiter mit den Videos und freue mich, dass ihr immer mitspielt. Bis zum nächsten Mal.